Danke, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich ein bisschen, was über meine Bachelorarbeit erzählen zu dürfen. Es sind ein paar ganz coole, spannende Sachen dabei rausgekommen. Okay. Also ich habe halt mich in meiner Bachelorarbeit mit Courage-basierter Test-Case-Priorisierung beschäftigt. Und da habe ich halt so ein Command-Line-Tool als Ruby-Game geschrieben, wo ich halt einen Ansatz zur Priorisierung ausprobiert habe und für ein Ruby on Rails Projekt getestet habe. Und ja, genau. Und jetzt mal so kurz, wie der Vortrag ungefähr aufgebaut sein wird. Also ich werde am Anfang erstmal so vorstellen, wie bin ich bei meiner Bachelorarbeit vorgegangen, wie habe ich das Thema untersucht. Dann werde ich auf so ein paar Sachen zum Hintergrund eingehen, werde ein bisschen auf die Implementierung eingehen, was wäre so die Verwendung vom Game, wie ich es gemacht habe. So ein paar Implementierungsdetails werde ich ein bisschen was dazu erzählen. Dann nächstes wird es darum gehen, wie habe ich die Auswertung dieses Tools gemacht? Also was war dann meine Strategie? Welche Metriken habe ich angewandt? Und was waren die tatsächlichen Ergebnisse? Da werde ich auch ein paar Graphen vorstellen, ein paar Werte, die ich berechnet habe. Und genau. Und dann nochmal über praktische Limitierungen und mögliche Verbesserungen werde ich noch ein bisschen sprechen. Da sind so einige Sachen aufgefallen während der Entwicklung. Und dann werde ich da ein bisschen drauf eingehen. Dann so ein bisschen, wie es weitergehen könnte oder was noch für Optionen bestehen. Und zu guter Letzt könnt ihr noch Feedback dazu geben und auch Fragen stellen oder auch gerne zwischendrin einfach mal Fragen stellen. Vielleicht warten, bis ich den Punkt abgeschlossen habe oder sowas oder auch zwischendrin einwerfen. Okay. Also, wie bin ich vorgegangen? Also erstmal habe ich so ein bisschen so vorgestellt, was ist so ungefähr die Problemdomäne bei Macandra, wie arbeitet man als Webentwickler, was ist so ein bisschen die moderne Umgebung als Webentwickler, und habe halt davon Kriterien abgeleitet, die so ein Tool erfüllen müsste, damit wir es tatsächlich im Alltag einsetzen könnten. Und daraufhin habe ich dann einfach mal so Test-Case-Priorisierung allgemein vorgestellt, worum geht es da überhaupt, was ist das von der Idee? Und dann auch eben anhand dieser Kriterien untersucht, welches Tool im Endeffekt passen könnte oder welcher Ansatz von Priorisierung passen könnte, habe dann eben davon einen ausgesucht und den implementiert, untersucht und eben ausgewertet und geschaut, okay, hat sich die Erwartung erfüllt, dass er eingesetzt werden kann oder nicht. Dann gehen wir mal ein bisschen auf den Hintergrund einfach hier ein. Ja, also was man halt bei uns so kennt, habe ich jetzt hier mal nicht so genau ausgeführt. Aber Kriterien sind es interessant, die sich dann daraus ableiten. Also sollte eben schnellere Priorisierungsergebnisse, also schneller fehlende Tests anzeigen lassen, fehlschlagende Tests anzeigen als zufällige Priorisierung. Und das Ziel da eben wäre hinter eben die Kosten durch Regressionstesten zu verringern. Also Regressionstesten ist halt, man macht ein Feature fertig, führt einmal die ganze Test-Suite aus, muss relativ lange warten, bis die ersten Ergebnisse vorliegen. Und da war es eben das Ziel zu schauen, wie kann ich anhand aktueller Modifizierungen irgendwie die Test-Suite intelligent priorisieren. Ja, und dann ist eben eine weitere Anforderung, dass ich für dieses Tool keine eigenen Testruns notwendig sein sollte. Das heißt, es sollte alle Testruns, die ich eh schon ausführe, so auswerten können, dass die Daten einfach vorliegen, Priorisierung passieren kann und keine unnötigen Ausführungen gemacht werden müssen, weil sonst tun sich die Kosten wieder relativ schnell reduzieren und die Bereitschaft sinkt, das Tool zu verwenden. Und dann eben, es sollte möglich sein, aktuelle Modifikationen auszulesen und anhand dieser Modifikation festzustellen, welche Tests könnten von diesen Modifikationen betroffen sein. Und dann halt Testcases auswählen und priorisieren, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, für diese Modifikationen fehlzuschlagen. Also dieser Standard, man macht einen neuen Branch, mehrere Commits,
okay, was sind jetzt die Änderungen vom aktuellen Commits, welche Tests könnten davon betroffen sein? Und dann sollten eben auch neu hinzugefügte Testcases eindeutig hinzugefügt werden können. Okay, hier Testcase-Priorisierung habe ich schon kurz erzählt. Es geht einfach darum, wenn ich zwei Testsuits habe, also ich habe eigentlich eine Testsuite, aber ich habe zwei Sortierungen zu dieser Testsuite, zu schauen, welche Sortierung einer Testsuite würde schnellere Fehlererkennungsrate haben. Dann erstmal so allgemein, das ist ein unglaublich großes Forschungsthema, obwohl praktisch da noch gar nicht so viel bekannt ist. Und da hatte ich hier halt allgemein so vorgestellt, okay, was gibt's überhaupt? Darauf will ich jetzt auch gar nicht näher mal eingehen, einfach nur, dass ihr so eine Vorstellung bekommt, dass es da an sich relativ viele Möglichkeiten gibt, wie man Testcases priorisieren kann. Es gibt halt Coverage-basierte, Error-basierte, kostenbasierte, geschichtsbasierte, Requirement-basierte über Suchalgorithmen, die halt auch ein oder mehrere Kriterien der vorherigen anwenden können. Auch Machine Learning, was dann auch teilweise mehrere Parameter mit einbezieht oder halt allgemein eine Kombinierung aus mehreren Methoden. Und ich habe mich halt in meiner Bachelorarbeit dann auf Coverage-basierte Test-Case-Priorisierung festgelegt. Ich habe ungefähr so überall ein bisschen ausgewertet, okay, welche von diesen Ansätzen wäre jetzt vielleicht interessant, und ich habe mich dann im Endeffekt für Coverage basiert, weil es halt ein sehr häufig untersuchter Ansatz ist, weil es ein Ansatz ist, der auch häufig zum Vergleich hergenommen wird. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich habe 3 Ansätze, dann wird er auch häufig Coverage-basierte als so ein Maßstab hergenommen. Wie gut ist Vergleich etwas zu Coverage? Und weil halt Coverage-Daten relativ leicht aufzuzeichnen sind und auch relativ leicht auf Commits angewandt werden können. Und es halt nebenbei bei der Test-Suite-Ausführung auch relativ einfach ausgeführt werden kann. Und genau. Also für alle, die jetzt vielleicht nicht so genau mit Coverage vertraut sind, es sind ja auch ein paar Ops hier. Ich glaube, die Entwickler kennen das alle relativ gut, das Konzept. Habe ich hier mal so ein Bild eingefügt. Also erstmal so allgemein. Coverage ist halt, wenn ich eine Test-Suite habe, wie gut werden einzelne Testdateien abgedeckt von der Ausführung. Also hier sieht man zum Beispiel verschiedene Dateien aufgeführt, und dann sieht man halt, wie viel Prozent von dem Code von einer ausgeführten Test-Suite gecovert sind. Dann sieht man halt hier auch, ja, Lines, ist alles nicht so interessant, vielleicht Average Hit Rate, also wie oft wird die Datei noch gehittet von der Test-Suite. Also ungefähr grobe Vorstellung, was ist Coverage. Ja, und die Idee dahinter ist halt so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt gute, hohe Coverage habe, dann ist mein Code auch irgendwie, muss mein Code schon mal ganz gut abgedeckt sein. Und die SLB-Annahme trifft man jetzt eben bei Coverage-basierter Test-Case-Priorisierung, dass wenn ich Tests ausführe, die eine hohe Abdeckung für modifizierten Code haben, dass ich dann eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, Tests auszuführen, die auch tatsächlich fehlen würden. Genau. Und hier habe ich mal so ein Bild eingefügt, wo man jetzt schon so ungefähr sieht, was ich gemacht habe. Also ich habe jetzt quasi angefangen, jede Datei auf jede Testdatei zu mappen. Also ich habe quasi geschaut, okay, ich führe Testdatei 2 aus, dann habe ich zum Beispiel für File 4 2 Hits. Also für File 1 10 Hits. Und sagen wir mal, jetzt sind irgendwie File 3 und File 4 wurden modifiziert. Dann sehe ich jetzt halt hier schon mal, welche Test-Cases haben die höchste Coverage für diese Dateien. Dann gehe ich halt her und wähle im ersten Schritt erstmal die Tests aus, die überhaupt eine Coverage für diese Dateien haben. Und dann gibt es hier eben verschiedene Varianten, wie man das sortieren kann. Da werde ich ein bisschen später nochmal drauf eingehen. Aber mal so, dass ihr mal so eine grobe Vorstellung habt, was ich überhaupt gemacht habe. Also, oder was so die Grundidee eigentlich ist. Ähm, ja, hier geht es nochmal um die Auswahl. Da habe ich vorhin schon was dazu erzählt. Da hatte ich halt festgestellt, dass History, Fault-Based Approaches
eher so ein sekundäres Merkmal zur Priorisierung interessant sein könnten. Coverage, suchbasiert Modell und Kombinationen können als erste Priorisierungsmethode relevant sein und dann, genau. Okay, dann, ja, also ich habe auch ein Gem geschrieben dazu und ich habe auch den Link oben zum Gem hier reingemacht. Also es ist aktuell, man könnte es schon testen, aber es ist halt noch nicht wirklich als offizielles Gem publiziert, es ist einfach nur ein GitHub-Repository und ich habe es einfach mal auch so für ähm, educational purposes released. Genau. Und jetzt geht's mal dazu. Die Implementierung, wie würde man das eigentlich in einem Projekt verwenden? Wie habe ich es verwendet? Oder wie ist es ungefähr designt? Also ich habe erstmal so ein ganz einfaches Spec-Helper-Coverage-File. Sieht so aus. Es macht im Endeffekt nichts anderes, als dass es so eine Coverage-Measurement-Klasse erstellt. Dann sagt es einmal, es startet die Coverage. Und dann tue ich halt nach jedem Spec, der ausgeführt wurde, das den Coverage halt für diesen Spec auswerten und danach muss ich es halt einmal beenden und die Dateien speichern. Also ich mache das halt in eine Datenstruktur. Nachdem die Testsuite ausgeführt ist oder auch einzelne Testdateien, speichere ich die Datenstruktur auf der Disk ab. Und dann im nächsten Schritt kann man halt hergehen und den Befehl ausführen, bundle exec prioritized. Und der liest dann einfach die Dateien von der Disk, schaut, wo habe ich meine Coverage, macht halt die Algorithmen darüber, tut dann die Argumente dem RSpec übergeben und führt es halt dann in der Priorisierung aus. Ich habe dann hier auch noch so einen Strategy-Parameter gemacht zur Auswertung. Der ist aber nicht so relevant. Also könnte man jetzt verschiedene Strategien auswählen, aber ich denke, das Sinnvollste wäre es dann, sich auf die beste Strategie festzulegen. Okay, dann werde ich noch ein paar kleinere Sachen erzählen zur Implementierung. Also erstmal Granularität. Es gibt eben verschiedene Sachen, wie man die Coverage messen kann. Man kann halt sagen, ich messe die Coverage für jede ausgeführte Zeile, für jedes Statement kann man auch sagen. Oder genau, da gibt es einfach verschiedene Methoden und ich habe mich halt dann für eine relativ grobe Art der Coverage entschieden. Also ich mache nur eine Testdatei auf Code-Datei-Zuordnung, damit ich halt viele ich hatte halt eben schnell festgestellt, wenn ich jede einzelne Datei ausführe, dass es dann unglaublich viel Arbeit wäre, es mit der Versionskontrolle immer anzupassen. Dann haben wir gesagt, für den Proof of Concept erstmal das Einfachste. Genau, also Measurement ist einfach das Coverage-Module von Ruby. Da habe ich vorhin schon ungefähr gesagt, was da passiert. Dann ist halt so, ich nehme halt das Gem Rugged um halt Git. Also sobald die Priorisierung berechnet wird, mache ich hier diesen Befehl bundle exec prioritized. Da lese ich halt von Git die aktuellen Änderungen aus. Schau dann eben, was sind die Dateien, die geändert wurden. Tu dann in der Vorauswahl alle Tests auswählen, die für diese Dateien relevant sind. Und tu dann diese Dateien auf eine bestimmte Art sortieren. Diese bestimmte Art werde ich gleich nochmal erzählen. Da habe ich 3 verschiedene Strategien ausgewählt der Sortierung. Und alle Tests, die nicht ausgewählt wurden, kann man danach einfach zufällig hinzufügen nach dieser Vorauswahl. Genau, und wie habe ich jetzt diese ausgewählten Testdateien sortiert? Also erstmal habe ich halt Total, also oder auch absolut. Also die erste Sortierung ist quasi nach der absoluten Anzahl, wie oft ein Test eine Datei gecovert hat. Das heißt, Tests, die halt eine höhere Coverage haben, die werden öfters ausgeführt. Dann das zweite ist halt additionale Priorisierung. Da versuche ich halt eine schnelle Coverage über alle betroffenen Dateien zu erreichen. Also ich versuche jetzt nicht nur einfach die mit der höchsten Coverage auszuwählen, sondern ich versuche möglichst schnell über die Dateien, über die Tests mit der höchsten Coverage, über das ganze Projekt oder über alle betroffenen Dateien auszuführen. Also genau. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 betroffene Dateien habe,
würde ich halt im ersten einen auswählen, der alle 3 Dateien trifft. Im zweiten Schritt vielleicht einen, der alle 2 Dateien trifft, dass ich möglichst schnell alle 5 Dateien in meiner Test-Suite-Ausführung abgedeckt habe. Und dann gibt's halt nochmal so Pseudo-additional. Also ich musste hier, um diese additional durchzuführen, so eine Vorsortierung machen. Und da werden halt die Dateien werden zuerst, wie mache ich das? Ja, da werden die halt zuerst nach der Anzahl der getroffenen Dateien sortiert und im zweiten Schritt eben nach der Anzahl der totalen Hits. Also es sind quasi Dateien, Tests, die möglichst viele Dateien abdecken, sind weit vorne und Tests, die eine hohe Coverage haben. Und im zweiten Schritt mache ich halt dann hier nochmal so eine Iteration, dass ich drüber gehe und dann selektiv immer die auswähle, die ich halt noch nicht ausgewählt habe, damit sich über das ganze Projekt maximiert und gleichzeitig immer die auswähle, die halt eine hohe Count, einen hohen Wert an Coverage haben. Und hier bei Pseudo-Additional mache ich eben nicht mehr diese Iteration darüber, sondern ich sage, ich nehme einfach diese Vorsortierung. Okay. Dann kommen wir mal dazu, wie habe ich das jetzt ausgewertet? Ich habe halt diese Strategien implementiert und es war halt die Frage, okay, wie kann ich jetzt evaluieren, bringt es überhaupt irgendwas, was ich da entwickelt habe? Und da habe ich auch so ein bisschen recherchiert und ich habe dann eine Metrik gefunden, die dafür oft in der Literatur verwendet wird. Die heißt eben Average Percentage Fault Detection. Das kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn ich jetzt hier so eine ausgeführte Test-Suite habe. Also, und hier unten sehe ich die Anzahl in Prozent der Test-Suite, die schon ausgeführt wurde. Also 20%, 40%, 60%. Und dann, je nachdem, wie viele Prozent der Tests ich ausgeführt habe, wie viele der aller Errors, die gerade vorliegen, hat meine Test-Suite schon entdeckt. Also hier sieht man halt, bei 20% ausgeführter Test-Suite habe ich 40% aller Errors entdeckt. Genau. Und dieser Average Percentage Fault Detection Wert ist eben hoch. Der ist nahe bei 1, wenn diese Kurve ganz schnell hochgeht. Der ist ungefähr bei 0,5, wenn es gleichmäßig hochgeht. Und der ist niedrig, wenn es erst ganz spät hochgeht. Also man kann sich wie so eine Annäherung als Integral vorstellen. Das ist quasi ist ungefähr linear zu der Fläche unter dem Graphen. Okay. Das habe ich einmal verwendet, um zu schauen, wie viel schneller werden Tests entdeckt. Und dann das andere, was hier nochmal ein wichtiger Wert war, ist die vergangene Zeit bis zum ersten fehlgeschlagenen Test. Also das heißt für uns als Entwickler deswegen relevant, weil der erste fehlgeschlagene Test eben die Zeit ist, wo wir anfangen können, irgendwie meistens an etwas zu arbeiten, zu schauen, was könnte kaputt sein, was muss gefixt werden. Genau, das waren erstmal die beiden Metriken, die ich aufgezeichnet habe. Dann, welche Strategie habe ich verwendet, um jetzt tatsächlich Fehlerdaten irgendwie herzustellen und meine Strategien ausführen zu können? Und dafür habe ich ein Projekt genommen und ich habe jeden Commit in der History ausgecheckt und ich habe die Tests auf einen Commit vor dem aktuellen Commit zurückgesetzt, damit ich quasi die Tests auf dem ungeänderten Zustand habe und aber schon neue Änderungen im Projekt sind. So habe ich halt versucht, Fehler herzustellen. Und es ging auch relativ gut. Also bei sehr vielen Commits habe ich dadurch Fehlerdaten bekommen können. Und einige Commits musste ich dann aber auch wegschmeißen, einfach weil entweder keine gute Priorisierung möglich war. Warum das war, werde ich später nochmal drauf kommen. Oder weil halt Dinge irgendwie kaputt waren und es dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Oder einfach, weil keine Fehler aufgetreten sind. Deswegen habe ich dann auch einige weggeschmissen. Und halt ein großer Vorteil an diesem Ansatz ist, dass ich halt tatsächliche Änderungen, wie sie real in einem Projekt auftreten können, auswerten kann. Ich habe in der Literatur meistens nur gefunden, dass man irgendwie so generisch automatisch versucht, Fehler herzustellen. Und ich wollte halt eher einen praktischen Bezug dazu haben, wie ich Fehler herstelle. Und es hat dann auch den großen Vorteil gehabt, dass ich ein bisschen abschätzen konnte, gegen welche Art von Fehlern bekomme ich gute Ergebnisse, was sind so ein bisschen Limitierungen. Genau, das war dann auch der große Vorteil dem gegenüber, als wenn ich einfach nur
relativ random syntaktische Fehler versucht hätte, in meinen Code einzubauen. Genau. Und hier sieht man mal, hier habe ich mal so, dass man mal so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, wie sich diese verschiedenen Strategien auswirken können, habe ich mal für einen Commit, den ich 4-mal mit 4 verschiedenen Strategien laufen gelassen habe, diese Average Percentage Fault Detection mit diesen Graphen hier reingemacht. Also das ist zum Beispiel random. Da sieht man, es geht relativ random über die ganze Ausführung hoch. Und hier sind halt 3 Strategien von mir. Ist jetzt im Moment noch gar nicht so wichtig, welche Strategien das sind. Ich habe es einfach mal reingemacht, damit ihr so eine Vorstellung bekommt, wie sich das auswirken kann, wenn ich darüber eine Priorisierung mache. Genau, und dann sieht man halt, die haben alle relativ hohe Average Percentage Fault Detection. Hier ist es sogar unter 0,5. So im Durchschnitt hat sich für zufällige Priorisierung hat sich so im Durchschnitt auch an 0,5 angenähert. Also das werden wir später nochmal sehen in dem Graphen. Also, ja. Das heißt quasi, es geht ungefähr gleich verteilt. Über die ganze Ausführung werden die Fehler entdeckt. Genau. Ja, hier sieht man auch noch, welche Strategien das waren. Random, absolut, additional und pseudo-additional. Das ist aber, genau. Dann habe ich, ja, jetzt werde ich halt jetzt werde ich noch ein paar Diagramme vorstellen, die ich dann über diese ganzen Commits, die ich ausgewertet habe, erstellt habe. Es waren, glaube ich, so um die 200 Commits oder so, was ich dann am Ende hatte mit Fehlerdaten. Und da habe ich halt jetzt halt, oder ich glaube, hier unten sieht man es sogar. Ja, nee, also, oder? Na, ich weiß nicht, ob das die Line, hier sind ungefähr 100, aber ich weiß gerade nicht, ob die Nummerierung ganz passt, aber sagen wir mal 100. Auf jeden Fall, ich habe dann hier einige Graphen erstellt, die ich jetzt vorstellen werde, so kurz. Dann, also ein bisschen, um die Strategien so ein Gefühl zu bekommen, wie haben die sich ausgewirkt. Und dann gibt's hier am Ende, habe ich dann nochmal so einen Boxplot gemacht und so einen Vergleich der Werte. Ich will jetzt gar nicht so, ich meine, hier können wir mal so ein bisschen reinschauen. Das war zum Beispiel randomisierte Priorisierung. Hier links oben sieht man halt die Zeit in Minuten, die vergangen ist. Also man sieht hier schon mal, hier sieht man halt nochmal ein Histogramm. Da sieht man halt, ja, okay, relativ viele sind schon unter einer Minute lag der erste Fehlerfall vor und die sind halt relativ bis zu 6,5 Minuten war das jetzt bei diesem Projekt, wo das Schlechteste gedauert hat. Und hier sieht man halt die Average Percentage Fault Detection. Da sieht man hier bei 0,5 gibt es so einen großen Ausschlag und hier ist auch einfach die Streuung relativ groß. Und wenn man das jetzt mal vergleicht zu einer Strategie, die ich gewendet habe, dann sieht man schon, hier sind ein Großteil im ersten Bereich. Also sieht man tatsächlich bei allen Strategien relativ gut, dass die alle was gebracht haben. Die hatten alle auch so ein bisschen kleinere Nachteile. Und hier, genau jetzt bei den Zeitwerten, bei den Zeitwerten sieht man überall im ersten Bereich so einen höheren Ausschlag. Und bei den Average Percentage Fault Detection sieht man auch, dass die allgemein näher an 1 dran sind. Ja. Gibt es da zu den Diagrammen noch gerade irgendwie Fragen zu diesen Diagrammen? Weil, ich glaube, ich würde jetzt gar nicht so im Detail alles drauf eingehen. Ich würde dann eher zu den Diagrammen, die das nochmal vergleichen, ein bisschen was erklären. Aber wenn jetzt hier gerade noch Fragen dazu sind, kann ich gerade darauf eingehen. Genau, also hier habe ich halt Boxplots gemacht, da sieht man das Ganze einfach nochmal ein bisschen schöner in einem Diagramm. Genau, hier sind, also jeder Kasten ist für eine Strategie und diese Kästen geben halt an, in welchem Bereich sich die Daten befinden. Also man spricht hier immer von den Quartillen und hier in einem Bereich sind immer 1/4 der Daten. Also das 1/4 der Daten, das von da ist 1/4 der Daten, das von da ist 1/4 der Daten und das von da ist 1/4 der Daten. Und ja, wenn es halt viele Daten wirklich außerhalb sind, dann wird man hier manche noch als Outlier darstellen. Berechnet man so eine Grenze. Da muss man ein bisschen nach den Daten schauen, was sind tatsächlich realistische Outlier. Da kann man natürlich auch ein bisschen tricksen, sage ich mal, oder rumspielen.
Aber man sieht schon, okay, hier ist halt eine große Häufung jeweils. Und dann sieht man halt random, ist hier halt erstmal hier einen großen Anteil bei 0,5, aber die Streuung ist auch einfach ziemlich groß an APFD-Werten. Und bei den anderen sieht man, okay, die sind schon viel gestauter bei 1,0 alle. Und bei den Time-Werten sieht man auch, okay, die sind alle schneller. Bei manchen gibt es hier noch ein bisschen mehr Streuung, bei anderen weniger Streuung. Random hat hier dann halt eine hohe Bandbreite an Möglichkeiten, wann der erste fehlende Test vorliegen kann. Das ließ sich hier auf jeden Fall eindeutig schon mal reduzieren, wann da der erste fehlende Test auftritt. Fehlende Test. Ich sage irgendwie mal fehlend. Fehlt vielleicht ein Test, um das zu fixen. Genau, hier nochmal die Werte als Vergleich. Ich habe hier eine schöne Tabelle gemacht, wo man eine Übersicht nochmal hat, was die einzelnen Strategien jeweils im Durchschnitt geliefert haben und was halt der Median ist, also wo sich 50% der Werte befinden, in der Mitte. Genau. Wenn man das halt dann miteinander vergleicht, so die Strategien, da sieht man halt, wie gesagt, alle Strategien, die ich verwendet habe, hatten Bezug auf den Zeitwerten und die APFD-Werte eine höhere, bessere Werte. Ja, die additionale Strategie hatte bei den APFD-Werten die meiste Streuung. Also man sieht es halt hier, der ist am meisten gestreut. Ja, und halt für meine Auswertung hatte ich halt im Durchschnitt 54 Sekunden gespart mit der schlechtesten Methode und mit der besten Methode eine Minute und 11 Sekunden. Das sind halt Durchschnittswerte. Die Abweichung davon kann natürlich nach oben und unten größer sein. Also, wenn man dann hier sieht. Das Schlechteste war dann hier quasi, wo man maximal 3 Minuten warten musste. Oder eher 2,5 Minuten, 2,6. Und hier war halt das Maximalste, was man warten musste, 7,5 Minuten. Also ist dann schon eine Reduzierung auf die Hälfte ungefähr. Ist sogar ein bisschen besser. Genau. Ja, da hatte ich ja mal ausgerechnet, angenommen auf 25 Commits pro Tag, wären das halt mit der schlechtesten Methode schon mal 16 Minuten durchschnittlich, was man sich sparen würde. Ja, und die pseudo-additionale Methode, die war am robustesten gegenüber beiden. Die anderen Methoden haben jeweils in einer geschlagen. Da müsste, wenn man jetzt eine Methode verwendet, müsste man sich fragen, was ist mir wichtiger? Will ich möglichst schnell Ergebnisse haben oder möchte ich lieber etwas, was über beide Metriken relativ robust ist? Je nachdem könnte man jetzt eine der Methoden auswählen. Die hatten da alle ein bisschen verschiedene Vor- und Nachteile. Okay, jetzt, was sind vielleicht so ein bisschen die Limitierungen von diesen Daten oder Auswertungen, die ich erhoben habe? Ich habe es halt, wie gesagt, erstmal über ein Projekt ausgeführt. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie ist die Varianz über verschiedenen Projekten. Gibt es vielleicht projektspezifische Variablen, wo das mal besser ausfällt, mal schlechter ausfällt? Ja, auch die Zeitwerte sind nicht in Relation zu der Gesamtausführungszeit gesehen. Ich meine, wenn ich jetzt eine viel größere Testsuite habe, ähm, ist eine, ist eine kleine, sind, also sind ein paar Minuten vielleicht eine viel kleinere Ersparnis als für eine kürzere, kleinere Testsuite. Also da habe ich jetzt halt keine Normalisierung der Daten gemacht. Könnte man auch noch schauen. Und man könnte halt auch noch eher eine Kostenanalyse machen. Also wann würden sich Kosten vielleicht ungefähr amortisieren und was wären vielleicht die tatsächlichen Zeitersparnisse, wenn man das ein bisschen realistischer betrachtet, auf den praktischen Alltag. Weil ich habe ja natürlich ein bisschen isoliert von der praktischen Entwicklung getestet. Da könnte man auf jeden Fall noch einfach eine praktisch nahe Kosten-Nutzen-Analyse machen. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Genau. Dann habe ich hier nochmal so relativ großen Blog über praktische Limitierungen und was man noch besser machen könnte. Ich weiß nicht, ob wir über alles drüber gehen sollten. Ich schau mal ein bisschen.
Schon ein bisschen viel jetzt. Vielleicht ein paar Punkte mal rausgreifen, was ganz interessant wird. Ja, aktuell sind halt noch keine parallelen Tests supported. Das müsste man dann einführen. Keine CI/CD-Unterstützung. JavaScript hatte Änderungen in Vue, JavaScript und CSS waren relativ schlecht zu mappen. Also da musste ich sehr, sehr viele Commits wegschmeißen, weil die einfach nicht so repräsentative Daten geliefert haben. Liegt daran, weil teilweise Feature-Tests einfach viel größer sind, viel mehr Abhängigkeit haben als isolierte Specs, da einfach die Coverage-Zuordnung nicht so gut funktioniert hat. Da könnte man versuchen, das noch zu verbessern. Ähm, ja, es könnte halt auch noch einige Edge-Cases mit der Versionskontrolle geben, die ich jetzt auch noch nicht behandelt habe. Also wenn ich jetzt einen neuen Commit habe, würde zum Beispiel Git-Status jetzt nicht mehr meine vorherigen Änderungen anzeigen oder wenn ich einen Rebase mache und sowas, da müsste man halt irgendwie schon nochmal praktisch nachschauen, dass man trotzdem dann die Änderungen noch auslesen kann. Ja, man müsste halt die ganzen Dateien irgendwie in eine Versionskontrolle reinpacken. Da müsste man halt schauen, dass das keine Redundanz erzeugt. Ja, Aspect tut jetzt zum Beispiel auch nicht die Ergebnisse instant plotten. Ich meine, das ist auch ein bisschen schade, wenn man irgendwie ein Tool verwenden würde, wo die Ergebnisse schneller da sind, aber die Ergebnisse nicht sofort dargestellt werden. Gibt es auch Möglichkeiten, das zu umgehen. Okay. Ja, ich glaube, das reicht zu dem Blog erstmal. Da stehen auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen drin. Teilweise auch Dinge, wo man noch anders ausprobieren oder verbessern könnte. Genau. Dann, ja. Also jetzt im Moment habe ich es halt nur mit Ruby 3.2 getestet und Rails 7.0. Also wenn irgendwie jemand Interesse haben sollte, es auch mal zu testen. Es hat kann nicht gewährleisten, dass es für andere Sachen auch ein bisschen probiert und ich habe halt da nicht verschiedene Abhängigkeiten getestet. Ja, ich hatte da auch mit dem Thomas mal gesprochen, man könnte vielleicht noch einen kleinen Artikel drüber veröffentlichen. Es wäre auch möglich, weitere Themen darüber hinaus zu geben. Das war auch mal die Idee, da einfach noch weiter zu implementieren. Hängt ein bisschen davon ab, wie die Resonanz und das Feedback dazu ist. Haben da nichts Konkretes festgehalten. Ähm, Aktuell haben wir keine weiteren Arbeiten dazu ausgeschrieben. Es wäre aber ein Thema, was noch einige Arbeiten hergeben würde, weil auch einfach viele Methoden noch nicht untersucht wurden, viele Ansätze auch noch verbessert werden könnten. Ja, genau. Und ja, das war's von meiner Seite. Das würde ich mich freuen. Einfach noch ein bisschen Feedback, wenn ihr Fragen habt zu irgendwas. Genau. Also ich würde die Fragen immer jeweils noch wiederholen. Die Frage war jetzt eben, wenn ich neue Tests hinschreibe, ob die auch in den Coverage-Daten vorkommen und ob die auch eine höhere Priorisierung haben. Und da kann ich sagen, dass die auf jeden Fall hinzugefügt würden und auch eine höhere Priorisierung hatten, weil die halt auch Coverage für die modifizierten Zeilen hatten. Da könnte man nochmal schauen, was würde tatsächlich Sinn machen? Will man die vielleicht noch ein bisschen höher oder nicht höher machen? Also da könnte man auch noch ein bisschen individuell genauer schauen. Aber ich habe es einfach nach dem Algorithmus dann einfügen lassen und dadurch hatten die auch eine höhere Priorisierung. Die Frage war, was ist das Standardvorgehen? Genau, aktuell ist es eben so, ich muss es dann ausführen, solange Git-Status mir noch realistische Ergebnisse liefert. Und das ist halt erst nach dem Commit. Dann könnte man noch ein bisschen Hirnschmalz reinfließen lassen. Hatte ich jetzt nicht die Ressourcen dazu. Da müsste man halt den Workflow ein bisschen jetzt im Moment noch dran anpassen, dass man immer das im Kopf behält. Also die Frage war, dass in manchen Projekten Guard verbaut ist und wie gut das ist. Also Guard macht quasi so ein einfacheres Mapping über Dateistrukturen. Ähm, Ich habe es nicht mit einfließen lassen in meine Ergebnisse. Es war im Vorgespräch, war das mal dabei. Es wäre jetzt auch interessant gewesen, da vielleicht nochmal Vergleichplots dazu zu machen, aber habe ich nicht gemacht. Also ja, der Vorteil an diesen Methoden ist halt, der kann halt auch Sachen erkennen, die überall über dieses Dateistruktur-Mapping hinausgehen. Aber wäre natürlich interessant, wie das dann im Vergleich dazu abschneidet. Ja. Okay. Danke fürs Dabeisein, für die Aufmerksamkeit.